Zugeschaltet ist Hans-Hermann Dube, er ist Afghanistan-Experte und auch ehemaliger Sicherheitsbeauftragter der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also jetzt haben wir kurz schon von der Kollegin gehört, so ungefähr wie dieses Auswahlsystem funktioniert. Aber ganz konkret in der Praxis, wer entscheidet denn dann tatsächlich, wer aus Afghanistan hierher kommen darf und wer nicht? Eine schwierige Frage, ausgesprochen schwierige Frage, weil man dazu wirklich ganz tief hinter die Kulissen schauen müsste. Das Erste einmal, was ich dazu sagen möchte, es ist schon sehr merkwürdig, dass über das BMZ und auch andere Ministerien unseren ehemaligen Ortskräften Aufnahmezusagen gemacht wurden und die Menschen sich darauf verlassen haben, dann nach Islamabad kamen, denn nur dort können die ja ein Visum für Deutschland bekommen, dann hochnotpeinlichen Befragungen unterzogen wurden und fast alle, die eine Aufnahmezusage hatten, wurden überhaupt nicht nach Deutschland genommen mit den obskursten Begründungen. Gleichzeitig werden aber Menschen, die definitiv nicht bei uns Ortskräfte waren, dann doch eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Warum und weshalb, versteht keiner so genau. Und das Problem ist einfach, dass, oder ich würde das gar nicht als Problem bezeichnen, eher als was Positives. Afghanistan ist kein Land, wo man vor den Taliban flüchten muss. Die Gefahr für Menschen in Afghanistan war während unserer Anwesenheit bis 2021 deutlich größer, als sie es heute ist. Heute ist Afghanistan ein Land, in dem friedlich gelebt werden kann, wo keiner flüchten muss, weil die Regierung so brutal wäre. Man flüchtet vor der Armut und das wäre sogar noch nachvollziehbar, aber da müssen die Gründe auch dafür hier bei uns deutlich benannt werden. Herr Dube, das klingt aber so ein bisschen danach, nach dem Satz, Sie wissen gar nicht, was Sie tun. Würden Sie das so auch unterschreiben? Ich fürchte, zumindest die etwas tun, glauben, dass sie das Richtige tun, aber zumindest ist es nicht das Richtige. Also ich will niemandem etwas Böses unterstellen, aber es ist einfach nicht zu verstehen. Würden wir doch endlich einmal mit den Taliban als Bundesregierung reden, hätten wir eine deutlich bessere Möglichkeit, dann auch durch kleine, bescheidene Hilfsprogramme dafür zu sorgen, dass die Menschen dort wirklich nicht flüchten müssen. Denn sie flüchten vor der Armut, wie ich gerade sagte. Sie flüchten nicht vor dem Regime. Sagt Hans-Hermann Dube. Danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung zu diesem doch sehr komplizierten Thema.